Scheiße. Die Dachhaken sind eine Ziegel zu niedrig. Einen wunderschönen guten Morgen. Endlich geht's los, worauf ich jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger durch Recherche und so weiter zugearbeitet habe. Heute geht's aufs Dach. Ich habe letzte Woche das Gerüst fertig gebaut, genau vor einer Woche. Dann habe ich eine Woche lang mich langsam an die Höhe gewöhnt und jetzt, heute, beginnen wir. Und wir beginnen damit, die Dachhaken zu montieren. Diese Dinger, die werden in die Sparren reingeschraubt. Auf diese Dachhaken werden dann die Aluleisten und auf die Aluleisten kommen dann die Solarpanels drauf. Aber diese Woche, glaube ich, fange ich mit dem ersten Stück an, die 7,5 Meter auf der Südseite. Wir setzen mal nicht zu hohe Ziele, aber ich gehe davon aus, dass ich diese Woche die Solarpanels fertig schaffe. Natürlich nicht. Das hier ist mein Ziel und vielleicht schon die ersten Schienen. Und dann gucken wir, ob wir nächste Woche jemanden finden, der mir hilft, die Solarpanels hochzutragen. Denn die, wie gesehen im letzten Video, sind jetzt da drin und sind sehr sperrig. Also das schaffe ich nicht allein. Muss ich gucken, dass ich jemanden finde, motiviert kriege. Aber das wird schon irgendwie klappen. So, ich dachte mir, bevor ich bei diesem besten Wetter hier loslege, erzähle ich euch ein bisschen was ich vorhabe. Und zwar habe ich hier die Südseite vom Dach. Das sind 12 Meter à 4 Meter. Da kommen ca. 20 Solarpanels drauf in 2 Reihen. Und dann habe ich nochmal eine Ost- und eine Westausrichtung. Da kommen jeweils auch nochmal 6 Panels auf jede Seite. Ich starte jetzt erstmal da hinten. Da. Und werde mich langsam in diese Richtung vorarbeiten. Irgendwann, wenn das Gerüst zu Ende ist, bin ich hier fertig. Ich werde das Ganze so machen, ich mache die Dachhaken dran, mache die Aluschienen und dann kommen auch die ersten Solarpanels, weil dann kann ich das Gerüst hier an der Seite abbauen, wandere rüber und dann wird der Rest gemacht. So ist der Plan. Gucken, wie gut das funktioniert. Also das ist ja gar nicht meine Arbeitshöhe, aber ich werde mich daran gewöhnen. Ich habe jetzt die letzte Woche schon viel hier drauf verbracht, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich bin guter Dinge, dass das irgendwann dann mit der Höhenangst dann abnimmt. Jetzt lege ich erstmal los. Ich lege mir mein Zeug parat und fange da hinten an. So, ich markiere mit der Kreide meiner Töchter hier an, was ich wegflexe. Und dann denkt daran, eine Schutzbrille. So, ich musste mich jetzt erstmal anständig eincremen, denn hier sind es gerade 30, 32 Grad. Hier oben vielleicht noch ein bisschen heißer. Ich kann schon fast die Dachpfanne nicht mehr anfassen. So heiß ist es. Ich muss jetzt noch das an der Dachpfanne rausschneiden und dann kann ich es einsetzen und dann ist der zweite Dachhaken auch fertig.
So, ich habe ein bisschen meine Ausrüstung geändert, denn nun geht es an die zweite Reihe. Da muss ich da hoch. Ich habe jetzt sowohl einen Helm als auch mir einen Stubai mit Geschirr, damit ich gesichert bin, falls was passiert. Was natürlich nicht passieren wird, aber hiermit kann ich mich jetzt quasi an der schon vorhandenen Schiene festtackern sozusagen und hoffe, dass ich dadurch geschützt bin. So, ich habe mich gerade riesig ich hänge in meinem Geschirr. Ich habe mich gerade riesig gefreut, wie schnell ich vorankomme. Denn die zweite Reihe ist auch so gut wie fertig. Es fehlen nur 2 Dachhaken. Und in dem Moment fällt mir auf, Scheiße, die Dachhaken sind eine Ziegel zu niedrig. Das heißt, ich muss die jetzt alle wieder... Ich muss alles rückgängig machen, scheiße. Naja, gut, mache ich gleich. Die Kinder kommen jetzt gleich aus der Kita und Schule und dann gucke ich mal, wie die Stimmung ist und hoffe, dass ich dann noch mal eine Stunde, 1,5 machen kann. Ich glaube, dann kriege ich das hin, die zweite Schiene noch dran zu machen. Schauen wir mal. So, 3/4 Stunde nacharbeiten. Nee, warte mal, wie lange haben wir jetzt? Ja, 3/4 Stunde. 3/4 Stunde nachsitzen. Und jetzt steht die Reihe. Ich mache jetzt hier Feierabend. Ich bin nämlich ziemlich platt und muss außerdem die Kinder ins Bett bringen. Ja, wir sehen uns morgen früh. So, der Morgen danach, mir tut alles weh, aber es nützt ja nichts. Ich möchte zumindest heute noch 1 bis 2 Reihen schaffen. Mal gucken, ob das klappt. Also zumindest die eine Reihe fertig machen, die ich gestern verbockt habe und dann noch eine zweite drüber. Und dann ist es nur noch eine in dieser Konstellation und dann ja, kann ich mir schon ein paar Helfer suchen für die Panels. Mal gucken, wie das so klappt. So. Bei der ersten Schiene habe ich versucht, die Schiene direkt über die Haken reinzufuddeln und da brauchte immer nur einer von diesen Schrauben quer zu stehen und schon hakte das ganze Ding. Was ich jetzt machen werde, ich werde die Schrauben, die an die Dachhaken drankommen, erst reinfädeln, immer so ungefähr auf die Höhe, wo die Dachhaken sind und dann quasi das
später draufstecken und unten die Mutter festziehen. Und hoffe, dass ich dann dieses ganze Gefiddel mit dieser 4,80 Meter langen Leiste nicht hier auf dem Dach habe, weil das ist nicht so praktisch. Das mache ich jetzt als nächstes. So, die Dachhaken der dritten Reihe sind montiert. Jetzt brauche ich nur noch die Leiste anbringen. Das mache ich jetzt gleich noch und dann mache ich Mittagspause. Es wird auch echt ordentlich heiß hier oben. Das darf man nicht unterschätzen. Also jetzt nochmal Endspurt und los geht's. So, mir läuft die Suppe hier rüber. 1, 2, 3 Schienen. Wir haben jetzt Mittagszeit und ich habe das Tagesziel erreicht. Ich werde jetzt eine Pause machen. Es ballert so sehr die Sonne. Ich kann auf die Dachpfannen kaum noch meine Knie ablegen. Es ist so heiß. Ich werde quasi von oben und von unten. Ich habe quasi Unter- und Oberhitze. So werde ich richtig schön knusprig. Ja, geiles Ergebnis und es klappt richtig gut. Vor allem mit der richtigen Sicherung fühlt man sich auch sicher. Kann ich nur jedem empfehlen, der wenig Erfahrung hat auf dem Dach. Das geht relativ gut. Habe jetzt für dieses Ding 120 €. Da ist der Helm, da ist der Stuhl bei und quasi dieses Geschirr-Ding, was man sich um die Eier bindet, hätte ich fast gesagt, ist dabei. Ja, Mittagspause, sag ich mal. Ich bin platt, ich kann nicht mehr. So, neue Woche, neues Glück. Ich habe hier schon weitergemacht. Ich dachte mir, das wiederholt sich eh alles. Wir haben jetzt hier die 4 Reihen, beziehungsweise 4 Leisten. Und darüber werden jetzt 2 Reihen Panels verlegt. Gleich kriege ich Besuch vom Mathis, der wird mir helfen. Und wir sind nicht ganz bis zum Ende gekommen, weil das Gerüst endet ja quasi nach 7,5 Meter. Und deswegen werden wir die ersten 7,5 Meter verlegen. Ich bin gespannt, ich freue mich voll drauf. Man hat ja quasi mehr oder weniger darauf hingearbeitet. Und ja, das wird bestimmt spaßig. So, wir sind hier oben. Der Mathis hilft mir jetzt quasi hier mit den Panels. Die sind nämlich unfassbar groß und unfassbar sperrig. Die kriege ich nicht alleine hoch. Das heißt, wir fangen jetzt an, nach und nach bis hier vorne hin die Panels zu verlegen. Ja, es wird lustig werden, hoffentlich. Wird doch lustig. Ganz sicher. Wird ganz lustig werden. So, wir bringen jetzt erstmal die Endhaken dran. Von hinten sieht der Matthias auch super aus. Ja. Hier unten. Sicherheit geht vor. So ist es. Hast du gut gemacht. Sieht gut aus. Ja.
too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. So, wir beenden das Video jetzt hier. Der Mathis ist schon wieder weg. Ich hätte ihn gerne noch in die letzte Szene mit reingenommen, aber er musste los und wir haben am Ende ein bisschen rumgetrödelt. Die ersten 12 Panels sind, es kommen noch 8 in diese Richtung. Das mache ich dann übernächste Woche wahrscheinlich. Nächste Woche werde ich, diese Woche werde ich noch das Gerüst einmal abbauen und wieder neu aufbauen, denn wir drehen uns mal. Wir gehen da weiter. Das heißt, das Gerüst wird abgebaut, wird da aufgebaut und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ich gehe mal kurz ins freundlichere Licht und zeige euch mal. Traumhaft. Gut. Ich bin so froh, dass ich Hilfe hatte, weil die Panels hätte ich nicht alleine hier hochgekriegt. Die wiegen 20 Kilo das Stück und sind zudem noch extrem unhandlich. Aber mit Hilfe hat das zu zweit super geklappt. Und ich freue mich drauf, wenn ich die Reihe fertig mache und quasi den ersten String anschließen kann an den Wechselrichter. Ja, wenn euch das gefallen hat, einen Daumen da lassen, abonnieren und was man sonst so macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Euer Sascha. Wir haben mittlerweile alle 22 Panels auf dem Dach. Letzte Woche hat der Mathis mir nochmal geholfen. Das musste ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Was wir aber geändert haben ist, ich habe ja gesagt, das wird ein String, die 22 Panels. Wir haben jetzt 2 Strings draus gemacht, weil die Spannung da vielleicht für jeden String etwas viel wäre. Was ich jetzt noch machen muss, ist einen Potentialausgleich anbringen. Wer wissen will, was ein Potentialausgleich ist, entweder schreibe ich es da in die Ecke oder ihr googelt es einfach. Es dient dem Blitzschutz. So, das mache ich ganz einfach hier an den Überständen der Schienen. Werde ich das noch anbringen und ja, das werde ich jetzt munter machen. Jetzt gerade ist das Wetter okay, es ist trocken, der Wind hält sich in Grenzen, aber ich bin auch wieder mal gut geschützt und von daher können wir hier Gas geben. So, die Sonne kommt raus und auch der Wind kommt nochmal auf. Ich habe jetzt alle 4 Schienen, 1, 2, 3, 4, miteinander verbunden. Als letztes muss ich jetzt die letzte Schiene hier unten noch nach unten führen. Ich werde das Ganze in die Erde bringen. Dazu mache ich dann irgendwann mal ein extra Video. Was ich jetzt machen muss, ich muss irgendwie ein Erdkabel noch hier irgendwie durch die Dachpfanne führen und dann neben dem Fallrohr, neben die Dachrinne runterbringen. Und dann sind wir hier durch. Dann kann ich das Gerüst abbauen und ja, dann sieht das hier wunderbar aus. Und dann gehen wir mal rein und kümmern uns um Wechselrichter, Akku und so weiter.